Die Küste der Inselgruppen Orkney und Shetland. Im Übergang zwischen dem Atlantik und der rauen Nordsee bilden sie die nördlichsten Ausläufer von Schottland. Bereits vor 600 Jahren fand hier Handel mit der größten Handelsvereinigung Europas statt, der Hanse. Und noch heute finden sich Spuren davon. Doch wer waren die Händler, die schon im 15. Jahrhundert die Gefahren des Seewegs auf sich nahmen? Wie sah ihr Leben aus und mit welchen Waren wurde gehandelt? Britische und deutsche ForscherInnen des LIFTE-Projekts haben sich zum Ziel gesetzt, die Spuren dieser Menschen wieder zum Vorschein zu bringen. Das Ziel ist sozusagen die Erforschung der Handelsbeziehungen und der Handelskontakte im 16. und 17. Jahrhundert aus dem norddeutschen Raum, vor allen Dingen auf die Orkney und auf die Inseln von Shetland. Orkney und Shetland bilden die Angelpunkte der Seerouten zwischen Mitteleuropa, Island und den Färöerinseln. Doch bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts war der Handel mit ihnen für die Hanse-Kaufleute verboten. Orkney und Shetland gehören heutzutage zu Schottland, aber das war sehr lange nicht der Fall. Also im 9. und 10. Jahrhundert wurden die von Wikingern besiedelt und gehörten seitdem quasi zum norwegischen Königreich, später zu Dänemark. Bevor die Inseln im Jahr 1468 und 69 in schottischen Besitz übergingen, mussten alle Handelsbeziehungen über das norwegische Bergen abgewickelt werden. Mit dem Besitzerwechsel jedoch war der Weg frei für direkte Handelsbeziehungen mit den Einwohnern. Sommer 2022. Auf der Insel Rousey arbeitet ein ArchäologInnen-Team der schottischen University of the Highlands and Islands an der Ausgrabung einer alten Siedlung namens Scale, deren Geschichte bereits bis in die Wikingerzeit zurückreicht. The place name Scale suggests a high-status hall or certainly a high-status building, but the buildings at the site at the moment there's just a 19th century farmstead. So one of the reasons we were interested in Scale was because of this potential to have an early, potentially Norse site underneath. This whole sequence of buildings we're finding is very complex, lots of rebuilding, remodeling and changes, and so every time they're building, the ground level goes up. So they sort of level off, infill, and then build on top. We've only dated the upper levels of the hall at the moment because we've not excavated it in detail, but we have some 11th, 12th century AD dates from the hall. We have middens from the 14th, 15th, 16th century around some of the earlier farmstead buildings. So what we have is a fantastic landscape that includes settlement probably going back about 1200 years. So we have at the bottom layers of what we're digging at, we have some Viking age deposits, including a very nice longhouse. What we're looking at is what's happened since the Vikings came, they settled, they became Christian, they became farmers. And what happens to that landscape over the last 1,000 years. And the last people left in the 19th century. Sorgfältig arbeiten sich die ForscherInnen Schicht für Schicht immer tiefer in die Vergangenheit. Jedes kleinste Detail, jede Keramikscherbe oder Knochen kann ein Hinweis auf das Leben der vielen Generationen sein, die hier lebten und arbeiteten. We've got a whole range of finds, so it's a medieval, post-medieval site, so we've got lots of animal bone, which preserves very well at the site, including fish bone. We've got a large pottery assemblage, so we've got lots of unglazed pottery, we've got quite finely made Norse pottery. But that's probably late medieval. Doch mit der Arbeit vor Ort ist es für die HistorikerInnen nicht getan. Ein wichtiger Teil der Forschung findet während der minutiösen Arbeit mit Dokumenten in den Archiven statt. Man hat bestimmte Archivalien, die man gerne auswerten möchte. In einem Register kann man sehen, welche Schiffe alle aus dem Norden zurück nach Hamburg gekommen sind, über einen sehr großen Zeitraum, also über ein Jahrhundert. Und man kann auch sehen, wer sich an Bord von diesen Schiffen befand. Wenn man da wirklich auf der Suche nach einer Person ist, dann ist das sehr schwierig. Also was ich mache, ist halt diese Sachen durchlesen und versuchen mir da ein Bild zu machen, was aus diesen Quellen hervorkommt. Man schlägt das auf, man fängt beim ersten Blatt an, man versucht es zu lesen, man versucht einen Eindruck zu bekommen, worüber es geht. Und dann liest man eigentlich den ganzen Stapel durch. Man sieht irgendwie Zusammenhänge. Manchmal fallen irgendwie
Daten, die man aus diesen Quellen dann liest, fallen plötzlich so wie so Puzzleteile zusammen und man kriegt dann plötzlich ein Bild. Und das ist immer sehr schön, wenn es dann plötzlich passt. Und das Faszinierende für mich ist auch eben, dass man manchmal das Gefühl bekommt, manche von diesen Leuten irgendwie kennenzulernen. Das Lifty-Projekt ist der Versuch einer neuen Perspektive auf die Menschen, die hier vor mehreren Jahrhunderten Handel trieben, zur See fuhren, lebten und arbeiteten. Ein Blick nicht auf die großen Wirtschaftszentren Europas, sondern auf eine kleine Inselgruppe am Rande. Ein Blick von der Peripherie auf das große Ganze.